Ja, hallo, schönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute außer Mercedes 300 SE geil wegen Flügeltürer. Ich sage mal, kennt jedes Kind, ist das legendäre Supersportfahrzeug aus den 50er Jahren. Davon sind 1400 Fahrzeuge nur gebaut worden, also 1480 ungefähr. Und wir haben hier einen restaurierten Wagen mit allen Optionen und Matching Numbers, den fahren wir jetzt mal. Es ist glücklicherweise trocken, also sowas ist über die Jahre immer weiter nach oben gegangen und das Auto wird auch legendär bleiben. Und ein bisschen mehr zu der ganzen Sache erzählen wir euch jetzt. Wir haben ihn schon ein bisschen warm laufen lassen, deswegen können wir jetzt auch gleich starten. Also. Das ist hier der absolute Supersportwagen. Die sind gebaut worden von 1954 bis 1957. Wir haben hier ein 56er Baujahr. Und so ein Wagen hat eine Höchstgeschwindigkeit von 260 Stundenkilometer erreicht. Also man kann wirklich sagen, die Autos waren wahnsinnig schnell. Und natürlich dadurch, dass dieser nur Trommelbremsen hatte, auch gefährlich. Also musste da wirklich vorsichtig sein. Jetzt fahren wir hier noch ein bisschen. Der hat nämlich 11 Liter Motoröl. Und bis 11 Liter Motoröl warm werden, das dauert ungefähr, sagen wir so 20 Minuten, aber ich habe ihn schon ein bisschen laufen lassen eben. Also der Wagen ist restauriert worden in Kalifornien bei Scott Granford, den kenne ich, da haben wir schon Autos bezogen davon. Das ist ein Mercedes-Spezialist, der sehr gute Arbeit macht. Das Auto ist jetzt ungefähr 15 Jahre in Deutschland, der ist früher mal gegangen in die USA. Alles, was ihr an dem Auto seht hier, die äußere Farbe, das ist so ein Silbergrau Metallic oder die Stoffsitze hier, die selten sind, Stoff Karo Blau. Das ist alles absolut original. Es ist zwar mal restauriert worden, aber in dem Zustand, wie er damals nach Florida ausgeliefert wurde. Der Wagen ist immer in Florida gelaufen. Und dann, wie gesagt, nach Kalifornien gekommen, nachdem er ein langes Leben hinter sich gebracht hat. Und ist dann von Scott Granford restauriert worden. Das ist eine gute Adresse, den könnt ihr auch googeln. Scott Granford kommt, da kommt der Wagen her. Hat die schönen originalen Instrumente hier. So ein Auto macht natürlich einen riesen Lärm. Das ist eigentlich ja mal ein Rennwagen gewesen und das ist so eine Rennwagenkonstruktion. Der Wagen liegt auf einem Gitterrohrrahmen, hat 215 PS mit 3 Litern Hubraum und läuft sagenhafte 260 Stundenkilometer Spitze. Da brauchen wir also wirklich eine gute Autobahn, gutes geradeausfahrverhalten und man muss sehr, sehr vorsichtig fahren. Ich bin mal so einen Wagen von Saarbrücken nach Bremen gefahren, habe den überführt. Also ich kann euch sagen, nach diesen 7 Stunden war ich wirklich fertig. Ja, angefangen hat die Geschichte mit dem Auto im Jahr 1952. Da hat Daimler-Benz einen Rennwagen gebaut, um an der Mille Miglia teilnehmen zu können. Und die haben auch richtig gut Preise eingeheimst mit dem Wagen. Und da gab es den berühmten Max Hoffmann, das war der Generalimporteur. Der hat gesagt, so einen Wagen brauchen wir für die Straße. Und dann haben die diskutiert mit Daimler-Benz und haben am Ende dann entschieden, okay, wenn er uns 1000 Einheiten abnimmt, dann machen wir daraus ein Serienauto. Und so ist der weltberühmte Geilwing, also 300 SL Mercedes, entstanden. Max Hoffmann hat also wirklich diese 1000 Autos abgenommen. Das hat auch den Hintergrund, als er 1954 losging mit der Produktion, 54 August. Die 55er Autos sind fast alle aus den USA. Und damals auch darüber gegangen. Und das ist dann schon ein späteres Auto hier mit 1956. Oh, was schön Sound, ne? Ja, ein 300 SL ist ein irres Auto. Also der mag auch Drehzahlen. Das ist ein reiner Rennmotor mit Benzineinspritzung. Der dreht bis 6000 Umdrehungen. Und ich sag mal so bis 4000 geht das schon ganz gut los. Aber ab 4000 geht es richtig nach vorne. Wird jetzt abgegeben, also der war 15 Jahre jetzt im Besitz. Der Besitzer hat das Auto aus Florida geholt, aus Kalifornien geholt und er wird jetzt abgegeben aus Altersgründen. Er hat eine schöne Sammlung, wir haben uns nett kennengelernt, ganz interessanter Mann. Also wer bei uns dann auch so ein Fahrzeug kauft, da bringen wir dann auch immer die Vorbesitzer und die neuen Besitzer zusammen. Ganz spannender Mann und es ist ein schönes Auto. Das Tolle an dem Wagen,
ist, dass er originale Radschverschlüsse hat. Und das macht so ein Auto wirklich sehr wertvoll. Also es gibt heute viele, die bauen sich diese Radschverschlüsse nach. Aber das ist der halbe Spaß, sage ich mal. Er hat hier echte Radschverschlüsse immer drauf gehabt. Da gibt es so ein Buch von 1978, wo alle Besitzer und alle Fahrgestellnummern gelistet sind. Und da könnt ihr drauf erkennen, der ist mit dieser Spezifikation Radschverschlüssen auch bestellt und ausgeliefert worden. Und das macht das Auto sehr spannend. Wie werden die heute gehandelt? Also je nach Zustand zwischen 1,4 und 2 Millionen Euro. Man muss halt gucken, dass man ein gutes Auto bekommt. Aber die sind alle wertvoll. Also Hauptsache, man kann einen Flügeltürer bekommen. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Aber das Öl hat also immer noch nicht Temperatur. Ne? Also der donnert richtig los. Ja. Oh. Das Fenster verabschiedet sich. Moment, scheiße. Das müssen wir zumachen, das fliegt weg. Und das denn wieder. Das müssen wir gerade hier anhalten. Das verlieren wir ja fast, ne? Ja. Oh, scheiße. Jetzt muss es zu sein. Okay. Ja, also, das war eben schon so ein kleines Erlebnis. Bei uns passieren die tollsten Sachen auf unseren Probefahrten. Hier vorne sind die Fenster arretiert, die kann man so rausnehmen. Und wenn das nicht arretiert ist, da fliegt da mal eben so die Scheibe weg. Das wäre fast passiert eben. Jetzt haben wir es fest, jetzt ist alles in Ordnung. Ja, da übrigens auch ein schönes Ausstellfenster. Man muss wissen, dass ein Flügeltürer relativ warm wird. Das geht nicht anders, aber hier kommt schön Kühlung rein. Und es soll sogar Flügeltürer geben, die eine Klimaanlage haben. Das ist, wenn ihr die Mille Miglia fahren wollt oder solche Veranstaltungen, vielleicht nicht ganz verkehrt. Ah, so. Ja, man muss sich erst dran gewöhnen, wie sich so ein Wagen schaltet. Jedes Getriebe ist anders, jedes Auto ist anders. Er hat eine Viergangschaltung, ein Rückwärtsgetriebe. Und ihr könnt hier vorne schon sehen, der zweite geht bis 120, der dritte bis 180 und das mit Open End bis 270. So ein Tacho hat nur der 300 SL und halt eben heute auch wieder moderne Autos. Aber zu der Zeit in den 50er Jahren war das absolute Nonplusultra. Und es gab ja kaum Strecken, wo man das fahren konnte. Und da man damals auch an der Mille Miglia teilgenommen hat, könnt ihr das heute auch machen. Also wenn ihr da entsprechende Verbindungen habt, dieser Wagen ist ja Mille Miglia mitgefahren. Also jetzt nicht das Auto, sondern dieses Modell. Dann könnt ihr mit dem Flügeltürer auch an der Mille Miglia teilnehmen. Das finde ich ganz interessant. Ja, das ist unser Flügeltürer. Was ihr sehr schön sehen könnt, das sind die Radschverschlüsse da vorne. Wir haben welche in Chrom. Normalerweise sind die innen lackiert, unser ist verchromt. Der Eigentümer fand das einfach toll, das ist auch so ein bisschen Amerika-Geschmack. Auto ist ein bisschen amerikanisiert, aber wie gesagt, er ist voll restauriert und dieses blaue Interieur, was ihr sehen könnt, das ist der Auslieferungszustand. Und was ich toll finde, das sind doch diese tollen blauen Stoffsitze. Das ist heute total in und viel gesuchter und gefragter als die Ledersitze. Finde ich klasse und das ist der Originalstoff von damals. Also so ist der ausgeliefert worden, man bekommt ihn heute noch. Ja, vielleicht mal so ein paar Erklärungen hier zum Armaturenbrett. Hier vorne habt ihr den Drehzahlmesser, der geht wie gesagt bis 6000 kann man ihn drehen. Das ist ein sehr drehfreudiger Motor. Dann Tachometer bis 270. Hier vorne ist Öldruck, da ist Tank, der hat übrigens einen 100 Liter Tank. Verbraucht bei dem Auto ungefähr so 15 bis 20 Liter. Hier vorne ist Öltemperatur wichtig bei dem Wagen, weil er einen sehr, sehr großen Ölkreislauf hat von 11 Litern. Also es muss erst wirklich warm sein und dann könnt ihr das Auto auch fordern, sonst geht der Motor kaputt. Und hier vorne ist die Temperaturanzeige fürs Wasser. Dann haben wir hier einen Choke. Moment, nee, das ist nicht der Choke. Choke ist hier, ne? Das ist der Choke, wenn man 300 SL startet, immer ein bisschen mit Stock starten und auch hier vorne mit der Benzinpumpe. Das hört man dann heulen. Das braucht der. Und man muss das aber dann sehr gefühlvoll dosieren und wieder zurückfahren, damit er nicht absäuft. Ist beim 300 SL immer so ein leichtes Problem, da bitte vorsichtig. Hier ist das Zündschloss. So startet man die, ist sofort da. Hier ist die Uhr von VDO, auch übrigens schön original. Und hier vorne das berühmte 300 SL Zeichen, dass es die 3-Liter-Maschine ist.
2996 Kubik und 215 PS. Ist ein Auto, was also relativ laut ist, aber ein absoluter Sportwagen. Und wenn man sich überlegt, war ja dann der Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945 und wie die Autos vor dem Krieg ausgesehen haben und was man dann direkt nach dem Krieg geschafft hat, das war schon ein Meilenstein. Also es ist ein absoluter Supersportwagen. Also er donnert richtig los. Tolles Auto, ja. Ja, so nachdem wir jetzt hier mal ein paar Meter Gas gegeben haben, der Mercedes war ja hier gerade beim Classic Center und da sind technische Dinge für 30.000 Euro gemacht worden, er ist gecheckt worden und das merkt man. Der bremst wirklich gut, so als ob er Scheibenbremsen hat. Die Maschine hört sich ganz toll an, er zieht gut durch, schaltet gut, kuppelt gut. Also mir fällt im Moment nichts auf, wo ich sagen könnte, das passt nicht ganz, das ist ein gutes Auto, läuft toll. Ja. Okay. Ist ja übrigens wirklich Kult. Also hier oben ist der Griff zum Zumachen. Das ist nicht so, die Tür so zu machen. Man muss das immer so machen. Das sind die beiden Flügel. Und wenn man dann drin sitzt, dann hat man das Gefühl, man sitzt wie in so einem Flugzeug hier. Also ist eine ganz, ganz tolle Anmutung. Und wie er fährt, das ist ein absoluter Supersportwagen. Wenn man vorne so rüber guckt, da sieht man die beiden Höcker auf der Haube. Jetzt ist leider Verkehr bis zum geht nicht mehr. Und zwar die beiden Höcker kommen daher, weil die Maschine, die ist leicht schief eingebaut. Und die Einspritzpumpe, die hätte sonst vorne aus der Haube rausgeguckt. Also hat man diese beiden Höcker vorne auf die Haube machen müssen, damit der Motor richtig Platz hat. Und das wird ja bis heute von der Firma AMG, von Mercedes genutzt als Designmerkmal, obwohl es heute gar nicht mehr nötig wäre. Aber damals bei der Konstruktion musste das so gebaut werden. Ja, wie gesagt, ab 1952 sind die Rennwagen gebaut worden, womit man auch Mille Miglia hat gewonnen. Und als Max Hoffmann gesagt hat, macht uns 1000 Einheiten, da ist das Auto dann wirklich produziert worden in Serie. Und ein Flügeltürer kennt heute jedes Kind. Das ist einer der legendärsten Supersportwagen, die es gibt. Und auch so einen Wagen zu besitzen. Also wenn ich mir die Preisentwicklung mal anschaue, als ich 1986, 87 angefangen habe mit dem Geschäft, da kostete so ein Wagen 200.000 Mark. Und heute kosten die zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Und die Preise gehen weiter nach oben, weil diese 1400, die da gebaut wurden, die sind einfach vergriffen. Und wenn man mal das große Glück hat, ein gutes Auto zu bekommen, so wie ihn hier, dann ist der in der Regel auch immer sehr, sehr schnell verkauft. Kann man auch beobachten. Also man muss beim Flügeltürer Acht geben, da hat es sehr viele Unfallautos gegeben, ob der etwas schwierigen Bremsanlage, sage ich mal. Und man muss ihn wirklich gut fahren und viele Leute haben sich einfach von den Fahrkünsten her überschätzt und haben dann einen Crash gebaut. Und dann sind halt eben so manche Gitterrohrrahmen ersetzt worden. Das kann man ja heute auch machen. Da gibt es ja Spezialisten wie die Firma HK Engineering zum Beispiel in Polling oder auch Kienle in Stuttgart. Die machen das ja hervorragend. Die haben sich darauf spezialisiert. In Amerika ist halt ein guter Name Scott Grenfell und er hat diesen Wagen restauriert hier. Ja, also ist für meinen Dafürhalten ein schöner Wagen. Der läuft toll, der hängt toll am Gas. Und es ist einfach eine Legende. Man kann sagen, man fährt eine Legende hier. Jeder kennt das Auto. Der Wagen ist Kult und mal ganz davon abgesehen, dass der einen fahrerisch wirklich fordert, hat er noch keine Servolenkung, auch sonst die ganzen elektrischen Helfer, die gibt es nicht bei dem Wagen. Ist das einfach ein Kult und auch eine tolle Geldanlage. Also ich sage mal, ein 300 SL, die Preise gehen nur nach oben. Und selbst wenn Sie hier in Deutschland das Autofahren verbieten sollten und demnächst nur noch Lastenräder hier angesagt sind, das wird aber weltweit, bleibt das Auto wirklich absolut gesucht. Und wenn die Geschäfte halt eben, wenn das so läuft politisch wie jetzt gerade in Deutschland, dann werden die Geschäfte halt woanders gemacht. So einfach sieht das aus, aber der Wert eines solchen Autos, der geht nur nach oben. Es gibt eine begrenzte Stückzahl, das ist ein originaler 300 SL Flügeltürer hier und das ist es einfach. Ja, super Auto. Macht mir Spaß. 300 SL ist immer was Tolles. Die haben übrigens dann 1957 das geändert. Von 1957 an gab es einen Flügeltürer nicht mehr. Da hieß das dann 300 SL Roadster, der hatte ein paar PS mehr.
Und der hatte einen etwas modifizierten Gitterrohrrahmen, denn wenn man hier aussteigt, das ist für Frauen vor allen Dingen ein Problem, weil die Ausstiegskante ziemlich hoch ist hier. Und das ist beim Roadster wesentlich tiefer. Das heißt, man kann in den Roadster eigentlich leichter einsteigen, kommt leichter raus und rein. Aber es ist halt ein offenes Auto gewesen und kein Flügeltürer mehr. Also das Spektakuläre war damit ein bisschen dahin. Und vom 300 SR Roadster sind ja auch 1800 Autos gebaut worden. Also es gibt von allen 300 SL, die gebaut wurden von 1954 bis 1963, 3240 Autos oder 3250, so drumherum. Und all diese Autos sind super wertstabil und einfach legendär. Also Mercedes 300 SL, damit begründet die Marke auch ein weiteres Mal nach dem SSK seinen tollen Ruf. Und deswegen gibt es heute eine ganze Branche, die nur von diesem Auto lebt, weil eine tolle Sammlung gehört eigentlich in 300 SL, also das muss man sagen. Und ich kenne auch sehr viele, aber die meisten geben ihre Autos halt eben nicht ab, ne, weil es was Besonderes ist. Aber fahren tut er gut, ne? Auto, was wirklich schön läuft, kann ich nicht anders sagen. Der klappert auch nichts oder scheppert nichts. Man merkt, dass der technisch gut beieinander ist. Und wie gesagt, der Eigentümer hat den Wagen gerade bei Mercedes gehabt mit der hohen Rechnung. Er will immer mehr. Über 4000 Umdrehungen will der immer mehr. Wir haben so ein bisschen Glück, dass wir hier freie Straße haben. Und hier auch mal ein bisschen schärfer fahren können, weil es relativ leer ist. Und halt eben diese wunderschöne Landschaft, wo so ein Auto natürlich reinpasst. Und mit ein bisschen Glück, jetzt haben wir gleich 800 Meter über normal Null, scheint auch die Sonne hier oben. Da haben wir keinen Nebel, das könnt ihr ja sehen. Und da macht es natürlich richtig Laune, mit so einem Wagen Gas zu geben. So. Dann lasse ich dich hier mal raus. Oh, die war freundlich. Die hat sich gefreut, dass sie 300 SL sieht. Das war echt klasse, was? Naja, es gibt doch eine Menge Leute, die das einfach toll finden. Auto, das gehört zum Leben, das ist Freiheit. Ganz einfach. So. So, jetzt drehe ich mal kurz, dann zeigen wir euch den Motor und alles. Die Handbremse da. So. Ja, Mercedes 300 SL bei schönem Wetter auf trockener Straße. Übrigens, wenn ich aussteige, da ist das Lenkrad ja hier relativ weit unten. Das muss ich euch mal zeigen. Das ist nur beim Flügeltürer, dass man das anders... Da gibt es hier vorne so einen Hebel. Und dann, schaut mal hier, da kommt man leicht raus aus dem Bad. Dann klappt sich das nach unten. Da ist er wieder eingerastet. Und hier klappt sich das nach unten. Also so kann ich einigermaßen bequem aussteigen. Aber es ist trotzdem, man muss sich verwinden. Jetzt muss ich meinen Anzug erstmal hochziehen. Ja, also ich sag mal, tolles Auto. Dann machen wir das Lenkrad wieder rein. Es gibt ja auch Herrschaften, die hätten damals einen Bauch, wer sich den Wagen leisten konnte. Der hat 35.000 Mark gekostet. Also der war in der Regel auch beleibt. Da 60er, 50er Jahren war ja der Wohlstandsspeck wieder gefragt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da passte dann nicht jeder dahinter, deswegen diese Klappvorrichtung. Ja, der Tank von dem 300 SL, der ist hier. Nein, ich möchte noch mal was anderes zeigen, was ich ganz wichtig finde. Was ich nämlich absolut irre finde, der hat Sidepipes und dadurch einen irren Sound. Schaut euch das mal an, das ist jetzt vielleicht nicht original da unten. Das sind die Sidepipes hier, die beiden Doppelrohre. Normalerweise kommt der Auspuff hinten an der Stoßstange raus. Er hat sich das umbauen lassen, also zurückbauen lassen kann man das immer wieder, aber ich finde, das steht dem Wagen richtig und er hat dadurch einen super Sound und so ein Auto hier muss Sound haben, meine Meinung. Das würde ich auf jeden Fall lassen. So, hier vorne ist der Zug, die Motorhaubenentriegelung. Hier vorne ist der kleine Haken, damit geht es auf und hier könnt ihr auch sehen, sehr gute Arbeit der Firma Scott Granford, der Wagen ist voll restauriert. War wie gesagt jetzt noch mal im Classic Center bei Mercedes, die haben alles gecheckt und geguckt. Der hat hier, da gucken immer die Freaks drauf, dass das Original Waschwasserglas drin ist beim 300 SL, das wird oft anders gemacht. Also hier ist alles authentisch, also auch das hier gehört eigentlich nicht verchromt, er hat es gemacht. Kann man auch wieder zurücksetzen, aber der Wagen sieht halt eben toll aus. Aber was viel wichtiger ist bei dem Wagen, er läuft wirklich gut, das habt ihr gemerkt eben.
der fährt echt klasse. Maschine ist wunderbar im Schuss. Und hier könnt ihr sehen, dass das ein bisschen höher ist, weil die Maschine schief eingebaut ist. Und deswegen musste man diese Aussparung an den Hauben bringen. Und das ist ja heute ein absolut weltberühmtes Zeichen, Marken, oder wie nennt man das gleich? Designmerkmal. Designmerkmal, ja. Heute ist es Design, früher brauchte man das. Ja, also man kann sehen hier vorne die Sicken, das ist alles wunderbar im Schuss, ist schön gearbeitet, das Auto. Hat die richtigen Reifen drauf und läuft wirklich klasse. Ist ein schöner Wagen und er ist genau so, wie er da steht. Mit Radschverschlüssen, mit den karierten Polstern in Stoff. Mit der Farbe ist er ausgeliefert worden. Ja, 300 SL habe ich in meinem Leben ungefähr 50, 60 Fahrzeuge verkauft, Flügeltürer, und Roadster auch nochmal 50. Also ich kenne 300 SL ziemlich gut, ist auch ein Auto, was ich immer wieder gern verkaufe, weil das Auto fasst einen an. Der Wagen ist einfach faszinierend. Und das Tolle ist, wenn er bis 4000 Umdrehungen geht, da ist er noch einigermaßen kommod, aber danach brüllt er wie ein Löwe. Und es gab ja damals als Alternativfahrzeug in BMW 507, davon sind ja nur 250 Fahrzeuge gebaut worden. Der fährt sich ganz anders. Der hat nur 150, 160 PS, hat zwar 8 Zylinder, er hat ja nur 6 Zylinder, aber das ist ein ganz anderes Auto, der ist elegant, der ist kommod. Das hier ist so ein richtiges Raubtier, also so muss man 300 SL beschreiben. Und von dem Wagen geht dadurch eine irre Faszination, also bei mir geht das jedenfalls so. Also die sind den Wagen gut Probe gefahren, das merkt man, die Maschine läuft astrein. Also so muss ein 300 SL laufen wie er hier. Der schaltet sich auch gut, der kuppelt sich gut. Bin vor allen Dingen überrascht, wie gut die Bremsen sind. Der zieht nicht nach links oder rechts. Das haben die 300 SL gerne mal, dass sie links oder rechts beim Bremsen ausweichen, tut er nicht. Er hat auch einen sehr guten Geradeauslauf. Dieser Sound, es riecht auch nach Benzin so ein bisschen, es riecht ein bisschen nach Qualm. Ja, das gehört zu einem richtigen Auto, für meine Meinung. Ja, hier hat man es gerade gemerkt, wie toll er ab 4000 Umdrehungen losbrüllt. Und er fährt super geradeaus, also tolle Leistung, weißt du, geht richtig los. Tolles Ding. Also das macht mal richtig Laune heute auf den Samstagvormittag, wenn man den Tag mit so einem Auto beginnt, mit so einer Fahrt. Ist auch schön leer hier bei uns. Wer empfindliche Ohren hat, der soll sich ein paar Stöpsel reinmachen. Das empfehle ich. Ansonsten die Begeisterung mitbringen. Ist ein faszinierendes Automobil und hat zu der Zeit absolut Maßstäbe gesetzt. Also da gab es nichts Besseres und nichts Vergleichbares. Und die ganze Form von dem Wagen kennt jedes Kind. Also ein 300 SL, da kannst du ein Kind fragen, Spezialauto hat 300 SL Mercedes. Bis heute. Also das hier ist ein reines Renngerät. Wir sind jetzt ungefähr so 20 Kilometer gefahren mit dem Auto. Ich kann nur sagen, der läuft wirklich gut. Also von den 100 Stück, die ich circa verkauft habe, insgesamt gehört er zu den 10 besten mit. Das ist ein schönes Auto, läuft toll. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wer sich das leisten kann und leisten möchte, der hat hier genau den richtigen Wagen. Und vor allen Dingen in heutigen Zeiten ist also am Finanzmarkt alles so ein bisschen unsicher. Aber hier habt ihr euer Geld 100% ganz stabil und ganz fest und sicher angelegt. Weil da gibt es so viele Fans für so einen Wagen. Und nochmal so ein Hinweis, also ein Auto mit Radschverschlüssen, die original bei Auslieferung auch Radschatten kosten 200.000 Euro mehr. Also es gibt da so ein paar Spezialisten, das haben die uns gesagt, das wusste ich selber gar nicht so genau. Aber ein Radschauto kostet 200 mehr, nur mal so als Idee. Wenn also ein normaler 1,5 bis 1,7 kostet, muss man sagen, kommen nochmal 200 ungefähr oben drauf.
Weg ist er. Also man ist hier auch richtig zügig mit unterwegs. Der hat richtig Dampf, der Wagen. Er macht so ungefähr 7 Sekunden von 0 bis 100. Das ist auch für heutige Zeiten noch gut. Und wenn der schön warm gefahren ist und eine gute Maschine, toll. Das ist ein richtiges Sportgerät. Also was für Leute Freude am Auto, ist das wieder hier genau das richtige Mobil. Also ja, faszinierende Probefahrt, faszinierendes Auto. Ich wünsche euch alles Gute bis zu unserem nächsten Film nächste Woche. Bleibt mir treu, euer Stefan. Bis dann.